Hallo meine Lieben, ich habe mal wieder ein wunderbares Gemälde in Beige gemalt, ein minimalistischer Stil mit goldener Linie. Es heißt Goldener Horizont und steht sinnbildlich für die Hoffnung, für den Sonnenaufgang. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie ich das gestaltet habe. Ich habe als erstes eine Strukturpaste genommen. Das ist in dem Fall jetzt mal eine von Amazon. Ich habe ja sonst immer eine aus dem Künstlerbedarf, wollte unbedingt aber auch die günstige Variante mal testen und wahrscheinlich profitiert ihr ja auch davon. Schaut mal gerne in meine Infobox, wenn ihr wissen wollt, welche genau das ist. Und die Spachtelmasse trage ich jetzt als erstes auf die Leinwand auf. Ich finde, sie trocknet sehr schnell ein, also hier muss man wirklich etwas schneller arbeiten, aber man kann natürlich auch zwischendurch die Spachtelmasse mit Wasser besprühen. Ich finde, sie hat eine sehr sandige Konsistenz, kann natürlich auch toll aussehen, also ich bin gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Ich habe hier diesen Japan-Spachtel, mit dem glätte ich das Ganze nochmal und verteile die Spachtelmasse etwas weiter in die Mitte. Ihr habt ja wahrscheinlich schon gesehen, dass ich diese Leinwand unterteilt habe in ein unteres Drittel und 2 obere Drittel. Das ist ja immer meine Regel. Ich finde, das sieht einfach am harmonischsten aus. Dann benutze ich auch ganz gerne immer noch mein Malmesser. Damit glätte ich auch so ganz feine Strukturen, die für mich noch ein bisschen zu gerade aussehen. Und da kann ich auch so schön die Spachtelmasse noch mal reinziehen, bevor sie dann endgültig trocknet. Also die sollte auf jeden Fall erstmal über Nacht trocknen. Ich trage hier jetzt mehrere dunkle Farbtöne auf diese Linie auf. Da habe ich einmal ein gebranntes Umbra, ein Marsschwarz und ein normales Umbra und außerdem ein Ultramarinblau. Schaut auf jeden Fall gerne in die Videobeschreibung, wenn ihr wissen wollt, welche Farben ich benutzt habe. Da findet ihr übrigens auch den Link zu meinem Shop, meinem Amazon Store und alles, was dazugehört. Schaut auf jeden Fall unbedingt mal in meinen Etsy-Shop rein. Ich habe den auch unten verlinkt. Ich habe nämlich gerade einen Sale und verkaufe ganz viele meiner Gemälde für richtig günstig. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist nur noch kurze Zeit, also wenn ihr das seht, schaut auf jeden Fall unbedingt mal rein. Und mit den dunklen Farbtönen umrahme ich auch einmal das Bild, weil ich einfach so eine untere Schicht aus dunklen Farbtönen mit drin haben möchte, damit es später nicht zu einheitlich beige aussieht, sondern einfach noch so ein paar Nuancen mit dabei sind. Und da arbeite ich sehr gerne das gebrannte Umbra zusammen mit einem gelben Ocker ein. Ich benutze dafür auch oft ein helles Cadmiumgelb. Und hier habe ich mir zum Beispiel einfach so einen Sandfarbton zusammengemischt in meiner alten Joghurtbox. Aber das ist natürlich gut ausgewaschen und so. Also wenn ihr sowas verwendet, sorgt dafür, dass es unbedingt mit heißem Wasser vorher ausgewaschen wurde. Sonst wäre das ein bisschen eklig. Ihr seht hier auch, wie ich die Farben so schön ineinander ziehe. Das funktioniert natürlich immer am besten, wenn dieser Mischfarbton, den man sich da selber zusammengemischt hat, möglichst flüssig ist, also auch nicht zu flüssig, aber eben auch nicht zu fest. Dann kann man nämlich wunderbar nass in nass arbeiten. Wenn ich zwischendurch merke, dass mir manche Stellen doch ein bisschen zu kühl geraten sind, dann nehme ich mir einfach hier meinen gelben Ocker und arbeite da noch mal ein bisschen was mit ein. Und man sieht dann auch, dass hier wie solche Schatten entstehen. Ich finde den Effekt davon immer ganz toll. Und ich habe ja wirklich auch schon einige von diesen Videos hochgeladen, wo ich Gemälde anfertige, die in dieser Art gestaltet sind, mit dieser goldenen Linie.
Das liegt einerseits daran, dass sie sich recht schnell ausverkaufen tatsächlich und auf der anderen Seite male ich die einfach super gern, weil das irgendwie so ein beruhigendes Motiv ist und ich finde es einfach super entspannt, das zu malen. Deswegen male ich einfach dasselbe Motiv immer wieder und es ist einfach immer eine kleine Variation drin. Der goldene Horizont ist zum Beispiel ein Gemälde mit goldener Linie, was sehr hell ist, was nicht extrem viele Farbabstufungen hat und auch sehr schlicht wirkt, aber trotzdem halt durch die Struktur und das Blattgold so ein bisschen was Besonderes bekommt. Und das gefällt mir einfach an Goldener Horizont total gut. Das habe ich auch schon öfter mal als Auftrag gemalt. Und ich finde gerade solche beigefarbenen Gemälde, die haben ja noch so ein bisschen Wärme, als wenn ich da jetzt einfach so ein weißes Bild irgendwie malen würde. Das strahlt ja nicht diese Wärme aus und dieses Gemütliche. Und das ist halt das, was ich daran auch total mag. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass dieses Bild auch vor allem durch die vielen Schichten lebt, die ich darüber auftrage. Also ich trage wirklich eine Schicht nach der anderen auf und es sind dann immer kleine Variationen von diesem Beige eben vorhanden, was das Bild am Ende interessant macht. Ich finde, je mehr Schichten, desto interessanter ist ein Gemälde am Ende. Das Bild muss jetzt einmal komplett durchtrocknen. Ihr seht ja, dass es total nass noch ist. Mit der Anlegemilch trage ich jetzt mein Blattmetall auf. Ich habe das Blattmetall übrigens auch von Amazon. Und wie gesagt, möchte ich einfach diese Amazon-Produkte auch mal testen. Ich möchte einfach wissen, ob es für mich einfach eine Konkurrenz zu meinem Bösner-Gerstecker gibt. Die Anlegemilch trage ich erstmal mit einem Pinsel auf und dann warte ich circa 25 Minuten, bevor ich das Blattmetall anlegen kann. Das hier ist ein schönes, sattes Gold. Dann habe ich noch einen Rundpinsel, mit dem ich das auftrage und da arbeite ich das immer so ein, dass ich ein bisschen was abreiße. Dann die übrig gebliebenen Krümel da so ein bisschen mit dem Pinsel einarbeite, damit es nicht ganz so klare Linien ergibt, sondern so ein bisschen verwunschener aussieht. Da fallen ja auch immer sehr viele Partikel ab und die reibe ich dann nochmal in die Stellen von dem Kleber, wo noch nichts drauf ist. Und am Ende muss ich natürlich die ganzen überschüssigen Partikel nochmal wegsaugen mit meinem Staubsauger. Und das ist jetzt auch schon wieder der nächste Tag. Ich habe mich natürlich entschieden, nochmal drüber zu malen. Ich habe hier mein gebranntes Umbra zusammen mit dem gelben Ocker und noch ein bisschen Cadmiumgelb hell. Dann habe ich noch einen Pergamentfarbton und ein Neapelgelb hell. In dem Fall würde Weiß einfach zu krass aussehen. Ich möchte ja, dass es ein schönes, schlichtes, beigefarbenes Bild ist und nicht ein weißes Bild. Es sieht ja fast weiß aus, aber es ist nicht weiß. Man kann das zum Beispiel sehen, indem man das mit der Kommode oben rechts vergleicht. Das ist nämlich ein richtiges Reinweiß und das ist ja jetzt eher so cremefarben. Und das ist genau das, was ich haben möchte. Es soll schön warm und einladend aussehen.
Falls ihr Probleme mit dem schnellen Eintrocknen habt, dann nehmt doch einfach mal einen Retarder. Das ist quasi wie so ein Additiv, was ihr eurer Farbe hinzufügen könnt und dann ist die einfach länger verteilbar und trocknet nicht so schnell. Da ich sehr schnell arbeite, brauche ich das nicht unbedingt. Aber ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen, dass ihr so einen Trocknungsverzögerer einfach benutzt, beziehungsweise einen Retarder. Schaut einfach gern mal in meinen Amazon-Store, da habe ich auch was verlinkt, falls ihr danach mal suchen solltet. Ansonsten kann man natürlich auch mit Wasser verdünnen, das ist euch überlassen. Natürlich bemale ich auch die Seiten in demselben Farbton, der auch oben drauf ist. Das gibt einfach nochmal einen gesamten, runderen Eindruck. Und das hier ist jetzt auch so eine 3D-Leinwand, also die ist etwa 4 cm tief, hebt sich sehr schön von der Wand ab und da ist es natürlich besonders wichtig, dass die Kanten da auch in der richtigen Farbe gestaltet sind. Das sieht einfach sowas von schön aus. Versucht es einfach mal, also nicht nur oben drauf bemalen, sondern unbedingt auch immer die Seiten. Ich ergänze jetzt eigentlich nur noch mal hier und mal da einen Farbton. Hier habe ich noch mal ein neutraleres Beige, was ich oben in die linke Ecke auch noch etwas reinbringen möchte, weil mir das da zu gelblich ist. Das möchte ich damit neutralisieren und auch noch mal so ein bisschen Schatten hervorheben. Es soll ja nicht nur einfach eine beigefarbene Fläche sein, sondern es soll ja wirklich so vielschichtig aussehen, wie so ein Himmel. Und ja, da arbeite ich jetzt einfach noch mal so ein paar Farbtöne mit ein. Das Gemälde Goldener Horizont ist jetzt fertig. Es ist übrigens auch in meinem Etsy-Shop verfügbar. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mir bei diesem Malprozess zuzuschauen. Lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Auf jeden Fall noch einen schönen Abend euch. Ich sage wieder ciao und bis zum nächsten Mal.